Servus Leute und willkommen beim Dirk von DSH Sim Racing. Heute stelle ich euch eine Direct Drive Base mit Lenkrad und 3er Pedalset von Camus vor. Viel Spaß! Das Ganze ist nur mit dem PC kompatibel. Kommen wir zum Lieferumfang. Beim Lenkrad ist dabei das Quick Release und die passenden Schrauben. Bei der Base ist dabei die Base selbst natürlich, dann ein USB-Kabel, Schrauben und ein Netzteil für den Strom. Bei den Pedalen habt ihr unterschiedliche Elastomere für das Bremspedal, dann verschiedene Federn, Werkzeug, USB-Kabel und die 3 Pedalen für Bremse, Gas und Kupplung. Und zum Schluss noch die Baseplate für die Montage der Pedalen. Der Zusammenbau des Quick Release ist sehr einfach und wird in dem Video, was ich von Camus gestellt bekommen habe, sehr gut beschrieben. Ihr braucht bei dem Lenkrad keine zusätzliche USB-Verbindung zum PC herstellen, da ihr im Quick Release der Stecker mit dem am Lenkrad hängenden Kabel verbunden wird. Die Base besteht komplett aus Aluminium und ist top verarbeitet. Sie hat eine Power von 15 Newtonmeter. An der Front sind insgesamt der Ein- und Ausschalter, 5 Taster, 2 Kipptaster und 2 Encoder mit jeweils einer Push-Funktion. Sie sind frei belegbar und leuchten beim Betätigen. Die Base hat die Maße 226 x 195 x 140 mm. und kann von unten mit dem passenden Bohrbild am Rig befestigt werden. Die Maße und das Bohrbild könnt ihr in der Bedienungsanleitung sehen. Auf der Rückseite habt ihr die USB-Verbindung, den Anschluss des Netzteils und die Möglichkeit, das Camus-Zubehör direkt mit der Base zu verbinden. Somit spart ihr euch die USB-Kabel zum PC. Im Lieferumfang sind die Kabel aber nicht dabei. Kommen wir zum Lenkrad. Das Wheel macht einen sehr wertigen Eindruck. Er ist insgesamt ausgestattet mit 4 Buttons, 2 Encodern mit Push-Funktion und 2 Kipptastern. Somit könnt ihr all eure Funktionen auf das Lenkrad legen. Mit den Magneten hinten kann man die Stärke der Shifter einstellen und variieren. Das Quick Release ist sehr gut und einfach zu bedienen. Durch die Kontakte im Inneren des Quick Release verbindet sich das Wheel von Camus mit der Base. Ihr könnt natürlich auch das Quick Release an ein anderes Lenkrad anschließen und per USB mit dem PC verbinden. Und jetzt die Software. Die Einstellung der Base könnt ihr über die Camus Software am PC oder über die eigene Camus App machen. Die Software könnt ihr auf der Homepage runterladen. Hier im Hintergrund zeige ich es euch. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr jetzt die einzelnen Parameter einstellen und euch auch Profile speichern. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, durch Firmware-Updates die Funktion der Base zu erweitern und verbessern. Wenn euch bestimmte Parameter unklar sein sollten, könnt ihr mit dem Fragezeichen oben rechts zusätzlich ein Fenster öffnen, in dem dann alle Einstellungen nochmal detailliert erklärt werden. Hier in dem Video von Camus sieht man, wie ihr die App installieren und einrichten könnt. Auf der Homepage ist nochmal alles detailliert beschrieben. Die App findet ihr im App Store oder Play Store von Google. Einfach installieren und registrieren. Danach, wenn die Base eingeschaltet ist, findet ihr euer Smartphone in der App und ihr könnt die Base verbinden und die Einstellungen durchführen. Natürlich sollte dazu Bluetooth eingeschaltet sein. Die App und die Software sind komplett auf Englisch.
Die App ist ähnlich aufgebaut wie die PC-Software und ihr könnt die Einstellungen während der Fahrt verändern. Und zu guter Letzt die Pedalen. Sie sind massiv aus Aluminium gefertigt und schwarz eloxiert. Die Abmessungen sind ca. 36 x 42 x 24 cm. Verbunden werden die Pedalen untereinander mit einem USB-C-Kabel und dann per USB mit dem PC. Die Pedalen könnt ihr auf das mitgelieferte Baseplate montieren. Die Platte ist aus Aluminium und wirkt sehr hochwertig. Durch die verschiedenen Löcher habt ihr die Möglichkeit, die Pedalen beliebig zu positionieren. Bei den Pedalen selbst ist es möglich, sie den Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Von Höhe und Winkel der Pedalen bis hin zur Kraft der Load Cell. Die Einstellungen der Pedalen sind sehr einfach durchzuführen. Hier in dem Video von Camus wird alles sehr gut und einfach erklärt. Ich habe es ein wenig beschleunigt. Ihr könnt natürlich vorspulen, bei Bedarf es einfach nochmal anschauen. Dazu habt ihr zum Gas- und Kupplungspedal noch eine Load-Cell-Bremse verbaut, die ihr mit den mitgelieferten Elastomeren einstellen könnt. Die Load-Cell-Kraft liegt bei 100 Kilogramm. Somit könnt ihr fast die Bremse eines realen GT3-Fahrzeugs simulieren, die bei ca. 130 Kilo liegt. Camus selbst hat noch weitere verschiedene Hardware und Zubehör für euer Simracing-Erlebnis. Kommen wir nun zum Preis. Ihr könnt das Ganze zusammen kaufen oder auch einzeln. Das gesamte Set könnt ihr bei uns vorbestellen für 1249 € inklusive Versand. Einzeln gibt es die Base für 699 €, das 3er Pedalset inklusive Baseplate für 399 und das Wheel für 249 €. Auf das Ganze habt ihr dann 2 Jahre Garantie. Ich selber besitze die Simulcube 2 und die Heusingfeld Pedals. Dadurch konnte ich das Ganze sehr gut miteinander vergleichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen könnt ihr euch gerne melden. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Bis bald!